Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder für euch einen aufgebraucht und das ist jetzt das zweite in diesem Jahr. Und ich habe wieder Müll gesammelt und ja, ich glaube, da sind diesmal auch ein paar andere Produkte dabei, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Ihr wisst ja, bei mir wiederholen sich die Produkte immer öfters mal, weil wenn mir etwas gefällt, dann bleibe ich meistens dabei. Und ich habe einfach aufgehört, zu viel Neues zu kaufen und zu viel auszuprobieren, weil ich möchte gerne immer bei dem bleiben, was halt gut funktioniert. Und ja, ich bin heute euer Kobold. Also ich fühle mich gerade so, wenn ich in die Kamera gucke, wie ein kleiner Kobold. Aber ich lebe das. Wir leben das. Ich würde sagen, falls ihr euch auf das Video freut, dann gebt mir jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Falls du noch hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da. Abonniert die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Wie immer habe ich euch ein bisschen näher rangeholt. Kommt zu mir, meine Mäuse. Und das erste Produkt, was ich aufgebraucht habe, ist ein Favorite von mir. Und zwar das Balea Med Ultra Sensitiv Gesichtswasser. Das ist mein liebstes Gesichtswasser aus der Drogerie. Ich glaube, das ist das einzige Produkt, so was ich noch bei DM hole. Generell kaufe ich ja eigentlich fast nur noch bei Rossmann ein. Und leider hat Rossmann es bis heute noch nicht geschafft, ein schönes Gesichtswasser ohne Alkohol, ohne Zippi-Zappi rauszubringen. Deswegen gehe ich immer wieder zu dem zurück. Super feuchtigkeitsspendend, ich liebe es. Und die hatten das ja mal umformuliert, dann haben sie es wieder zurückformuliert. Und ihr seht, wenn Leute sich beschweren, ändern die Drogerien auch manchmal was. Und ich bin sehr froh, dass es wieder als Gesichtswasser in der Drogerie erhältlich ist. Es ist ohne Parfüm, ohne Parabene, ohne Farbstoffe. Ihr könnt das auf dem Wattepad geben. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit angewöhnt, es nach der Gesichtsreinigung auf meine Hände zu geben und dann einzudrücken. Also man muss es nicht immer mit dem Wattepad machen. So, jetzt habe ich es. Und liebe ich, unbedingt mal ausprobieren. Dann habe ich aufgebraucht von Fußwohl von Rossmann. Und zwar die Hornhautreduziercreme. Ich glaube, die habe ich euch schon mal gezeigt. Ich mag die unglaublich gerne. Die spendet euren Füßen super viel Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass sich nicht so schnell Hornhaut bildet. Und wir gehen jetzt auf den Frühling zu und auf den Sommer. Das heißt, kommen jetzt bald wieder die offenen Schuhe. Und da müssen unsere Füße toll aussehen. Und da kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich mache das meistens abends, wenn ich ins Bett gehe. Creme ich meine Füße dick mit ein, ziehe einen Socken drüber und gehe schlafen. An Klamotten finde ich übrigens sowas total eklig. Aber an Füßen und in meinen Socken, da stört mich das irgendwie nicht. Und ich liebe die. Probiert die auf jeden Fall mal aus. Und ich mache ja meine... Ist es die Pediküre? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich glaube, die Füße ist Pediküre und das ist Maniküre, ne? Naja, auf jeden Fall mache ich die Pediküre immer selber und ich mag diese Creme. Also die ist wirklich sehr, sehr gut und hilft euch, dass eure Füße schön samt und geschmeidig bleiben. Dann habe ich aufgebraucht von Isana die Professional Spülung Volume und Ceramid. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für feines, kraftloses und dünnes Haar war okay. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es war auf jeden Fall in Ordnung. Ich brauche die gerade noch auf und werde dann mal wieder was anderes ausprobieren. So, bisher habe ich einfach noch nicht mein perfektes Shampoo aus der Drogerie gefunden. Das heißt, wenn ihr mal eine Empfehlung habt für ein tolles Shampoo, was Feuchtigkeit spendet und die Haare einfach schön aussehen lässt, aber aus der Drogerie, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil bisher habe ich einfach nichts gefunden, was mich zufriedenstellt. Ich hatte früher mal bei DM ein Lieblingsshampoo. Das ist aber aus dem Sortiment gegangen und die neue Version davon mag ich halt nicht. Aber ich bin ziemlich gespannt, was ihr mir da empfehlen könnt. Dann kommen wir zum nächsten Haarprodukt. Und zwar habe ich aufgebraucht von Directions. Und zwar die Farbe, sieht man nicht mehr, Atlantic Blue und drei Töpfe davon sogar. Ich bestelle die jetzt immer bei Amazon. Ich habe die euch unten mal markiert, weil dort bekommt man halt immer 4 Stück für einen relativ günstigen Preis. Und ich liebe Directions. Ich färbe meine Perücken damit. Auch die ist damit gefärbt mit dem orangenen Ton. Und
Die halten lange, die lassen sich aber auch nach einer Zeit waschen die sich wieder aus. Also gerade die Rottöne gehen super schnell raus. Und ich liebe es, meine Haare damit zu tönen. Oder sagen wir mal, meine Perücken, meine echten Haare färbe ich ja damit nicht. Aber falls ich mal das machen sollte, würde ich natürlich auch nur Directions nehmen. Und die sind auch super lieb. Die haben mich auch öfters jetzt schon auf ihrem Instagram-Profil geteilt, was mir natürlich eine große Ehre war. Und ich kaufe es immer wieder nach. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und lieben wir. Dann habe ich aufgebraucht meine Lieblingszahnpasta von Elmex. Ich nehme die ja wegen schmerzempfindlichen Zähnen, weil ich ja hinten an meine hinteren Zähne leider so ein bisschen frei liegende Hälse habe und die verschließt so diese kleinen Mini-Pörchen der Zahnwurzel und deswegen kaufe ich mir die immer wieder nach. Die hatte mir eine Zahnärztin empfohlen und ich finde die sehr, sehr gut. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine andere, die ich meistens morgens verwende. Die habe ich jetzt aber noch nicht aufgebraucht, aber die auf jeden Fall immer abends und ich mag die sehr gerne. Dann haben wir aufgebraucht und zwar Wattepads. Da habe ich diese hier von Isana. Ich weiß gar nicht, warum ich damals diese gekauft habe, weil eigentlich kaufe ich halt immer jetzt die... Eigentlich habe ich waschbare, sagen wir es mal so. Aber ab und zu brauche ich halt Wattepads für Nagellack entfernen oder falls ich doch mal einen fürs Gesicht verwenden möchte. Aber mein Wattepad-Konsum hat sich durch meine waschbaren Wattepads also komplett, ja, halbiert. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um die alle zu machen. Ich habe dann jetzt eine neue gekauft. Da habe ich dann aber wieder die Bio-Version genommen und genau, aber generell finde ich halt waschbare Wattepads viel, viel besser. Und vor allem habe ich mir ja auch angewöhnt, mein Gesichtswasser jetzt mit den Händen aufzutragen. Deswegen brauche ich sogar nicht mehr die waschbaren aktuell. Ich habe euch aber mal gute waschbare unten markiert. Und ich kann es nur empfehlen, um so ein bisschen Müll im Badezimmer halt einzusparen. Dann habe ich aufgebraucht mein Hormongel, das Estreva. Ich nehme nur noch das Estradiol. Das muss ich ja mein Leben lang nehmen. Und ihr wisst natürlich warum. Und das ist so mein liebstes Hormongel, weil das gut einzieht und nicht so komisch riecht. Also falls ihr auch irgendwie Hormone nehmen müsst oder ein Hormonpräparat, würde ich auf jeden Fall immer Gel empfehlen, weil das über die Haut aufgenommen werden kann und nicht über den Magen und die Leber und so geht. Deswegen, das hatte mir meine Endokrinologin so empfohlen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sorry, wenn ich heute schon wieder ein bisschen drüber bin. Ich fühle heute meinen Look und dann bin ich immer so ein bisschen aufgekratzt. Und mag ich sehr gerne. Dann habe ich aufgebraucht mein liebstes Reinigungsöl. Und ich glaube, das seht ihr in jedem Aufgebraucht-Video. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich hätte das Mikrofon nicht angeschaltet. Oh mein Gott, ich wäre ausgeflippt. Aber es ist an. Mein liebstes Reinigungsöl. Und zwar, was ich so toll an dem finde, falls ihr das noch nicht gesehen habt, probiert das mal aus. Ihr tut es auf das trockene Gesicht, es löst das Make-up und danach wascht ihr euer Gesicht und dann ist alles runter und die Haut ist auch nicht trocken danach. Was einige mal geschrieben haben, dass sie immer so ein bisschen manchmal davon was ins Auge bekommen und so, das habe ich auch. Mich stört das nicht, weil ich sowieso danach immer so einen Augentropfen noch in meine Augen packe vom Schlafen gehen und dann, ja, ist das halt sofort weg. Manchmal habe ich es auch nicht, manchmal habe ich es. Aber ich finde, für mich ist das die beste Reinigung. Das entfernt auch super wasserfeste Mascara oder hier kussechten Lippenstift. Und ich liebe es einfach. Ich finde, es erleichtert mir das Abschminken und ich benutze es unglaublich gerne. Und ich habe auch das Gefühl, dass es immer alles runterholt. Dann haben wir aufgebraucht, das ist von meinem Freund, einmal dieses Duschdas, whatever, 2 in 1, Duschgel und Shampoo. Mein Freund liebt solche Sachen, die so 2 in 1 Dinger. Ich glaube, das lieben Männer allgemein, weil es halt... Was war das gerade? Easy war. Was hat mich da gerade angespritzt? Not today, honey, not today. Oh mein Gott. I don't know, was das war, aber es ist weg und mein Make-up sitzt noch. Genau, ich glaube, Männer lieben so 2 in 1 Produkte. Ich mag das nicht so gerne, aber ich glaube, er fand es ganz gut, hat er mir gesagt. Und dann kommen wir zum Fun-Part, dann kommen wir zum Make-up. Und zwar habe ich einmal aufgebraucht meinen liebsten Eyebrow Designer Stift. Das ist ja dieser Super Slim
Eyebrow Pen von Revide Loop in der Farbe Toffee. Und davon brauche ich mindestens alle 2 Wochen einen auf, weil ja, man hat ja nur so eine kleine Mine. Aber ich liebe es, meine Augenbrauen damit zu machen. Heute habe ich es ja auch wieder damit gemacht, weil irgendwie, finde ich, gibt das so den natürlichsten Look und ich kriege es irgendwie voll easy damit hin. Ich habe allerdings noch andere Augenprodukte und ich habe mir jetzt gerade wieder vorgenommen, Sachen aufzubrauchen. Deswegen werde ich jetzt erstmal versuchen, die noch irgendwie leer zu machen, bevor ich mir einen nachkaufe. Aber probiert die mal aus, kosten 2 Euro und sind für mich die besten Augenbrauenstifte aus der Drogerie. Dann habe ich aufgebraucht meinen Lash Primer und den verwende ich ja auch schon seit Jahren. Das ist dieser hier von Essence. Den kaufe ich immer wieder nach und ich verwende den halt für meine oberen Wimpern und für die unteren eigentlich nicht, nur für die oberen, weil ich finde, der macht das dann noch so ein bisschen länger und darüber mache ich dann eine wasserfeste Mascara und wenn ich dann zum Beispiel halt keine falschen Wimpern trage, finde ich, sieht das immer sehr schön aus. Deswegen kann ich euch empfehlen, den habe ich schon 100 Mal nachgekauft und ich habe aufgebraucht, die Farbe trage ich heute auch, diesen Stay Forever Lip Gloss von Rival Loves Me. Das sind meine liebsten Lippenstifte, gerade wenn man weggeht oder wenn man was essen geht, weil die sind halt kussecht, die halten und ich habe die Farbe auch heute drauf und ich liebe diese Farbe. Das ist die Nummer 9. Was ist die 9? Ne, es ist die 0. Was ist es denn? Warte mal. Das ist die 9. Die 09 Soft Rosewood. Hammerfarbe. Man kann es dicker auftragen. Ich trage es immer so ein bisschen leichter auf, weil ich mag es nicht zu krass. Aber das lässt sich super dosieren und probiert die mal aus. Die sind super günstig und halten. Also bei mir, ich habe abends sogar ein bisschen immer Probleme, das komplett runterzukriegen. Mit dem Reinigungsöl geht das recht gut. Aber manchmal bleiben so ein bisschen Reste. Da muss ich morgens nochmal drüber gehen. Aber eine meiner Lieblingsfarben. Und dann habe ich noch aufgebraucht, mein Lieb von Frosch, mein Spüli, und zwar ist das der Zitrus und ich mag ja, also ich hatte ja diese Phase, wo ich nur Naturkosmetik verwendet habe und Bioprodukte und ist auch immer noch so. Also ich kaufe zum Beispiel nur Bio-Lebensmittel und fürs Putzen nehme ich immer die Sachen von Frosch. Weil die sind auch bio und vor allem funktionieren sie. Ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel das Everdrop und solche Geschichten. Aber irgendwie hat das für mich leider nicht funktioniert. Und Frosch funktioniert aber. Der Glasreiniger, der Zitrusreiniger. Also ich verwende einfach immer Froschprodukte zur Hausreinigung, zum Putzen. Und deswegen kann ich die euch sehr empfehlen. Und das Spüli von denen mag ich auch. Und dann kommen wir zu einem Flop-Produkt. Und zwar dieses hier. Das habe ich nicht aufgebraucht, aber ich werde es an meine Schwester erstmal verschenken. Sie soll es mal probieren. Das ist ein Eyelash und Brow Serum. Ich habe das fast 6-8 Wochen lang getestet und es ist nichts passiert. Also ich finde es ziemlich schlecht. Das ist, wie heißt das nochmal? Votala. Habe ich bei Amazon bestellt. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen zu meinem normalen Wimpernserum, was ich schon seit vielen Jahren verwende, was zum Beispiel auch nicht meine Haut reizt und wodurch meine Wimpern wirklich wachsen. Und zwar ist es das Luxandal Wimpernserum, das habe ich euch unten markiert und wie schon gesagt, ich verwende das schon seit vielen, vielen Jahren. Das funktioniert wirklich. Meine Wimpern werden dadurch länger und sehen schöner aus und ich muss da nicht immer falsche Wimpern tragen und ich hatte ja zum Beispiel ich hatte mich ja lasern lassen vor 2 Monaten und da haben die aus Versehen so meine ganzen Wimpern mit abgesäbelt und dadurch waren die recht kurz und dann habe ich halt wieder angefangen, auf jeden Fall das zu verwenden und das in die Tonne gekippt, weil halt nichts passiert ist und jetzt sind meine Wimpern, haben sich wieder super erholt und sind jetzt auch schon wieder schön lang geworden, deswegen holt euch das, also das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, ihr süßen Mäuse, das war also mein zweites Aufgebraucht für dieses Jahr. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich habe euch die Produkte, über die ich gesprochen habe, natürlich unten in der Infobox markiert. Schaut da mal vorbei. Folgt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mein anderes Social Media auch unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Danke dafür. Abo da lassen, falls du neu hier gelandet bist. Glocke abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im neuen Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Mua.